In diesem Video zeige ich euch alle Easter Eggs im Totenreich, die bis jetzt neben dem Haupt-Easter Egg noch bekannt sind. So holt ihr euch den Münzwurfhelm. Habt ihr den Helm auf, erscheinen in manchen zufälligen Runden mehr Power-Ups als sonst. Aktiviert dafür zuerst den Strom. Es wird euch jetzt an der Maschine in Thörs Kopf ein Buchstabe und eine Zahl angezeigt und danach noch die Zahl 75. Ihr müsst jetzt in dem Gebiet auf der Karte, das euch angezeigt wird, 75 oder mehr Kills machen. Springt bei der Röhre raus, die am nächsten beim vorgegebenen Gebiet ist, und markiert es euch auf der Karte. Killt dort Zombies, bis die beiden Lichter an Thörs Kopf grün blinken, dann habt ihr genug Kills gemacht. Ihr seht auch an der Maschine in Thörs Kopf, wie viele Kills euch noch fehlen. Geht dann in der nächsten Runde in Thörs Kopf. Es spawnt ein zufälliges Power-Up und euch wird ein neues Gebiet vorgegeben. Killt dort wieder Zombies, bis die Lichter an Thörs Kopf grün blinken. Geht in der nächsten Runde wieder in den Roboter, um das Power-Up und ein neues Gebiet zu bekommen. Macht das insgesamt 10 Mal. Habt ihr 10 mal 75 Kills in dem vorgegebenen Gebiet gemacht, bekommt ihr statt einem Power-Up den Münzwurfhelm. Ihr könnt den Helm in der Blotheim-Halle auf dem Tisch links vor Gaia-Elixier ablegen und die Helme so immer wieder tauschen. So holt ihr euch den Eisfluchhelm. Mit dem Eisfluchhelm friert ihr in Munitionsrunden nicht mehr ein und auch nicht in den Eisstürmen beim Bosskampf. Zusätzlich friert ihr beim Rutschen mit Dr. Nide, wenn ihr die Dr. Rutscher-Augmentierung ausgerüstet habt, alle 6 Sekunden Zombies ein, wenn ihr in sie rutscht. Dafür müsst ihr mindestens 50 Eiszombies killen, während ihr in einer Munitionsrunde in dem Kreis einer Feuerfalle steht, und mindestens 250 Kills mit den Flammenwerfern der Feuerfalle machen. Die Reihenfolge, in der ihr die Kills macht, ist egal. Ihr müsst sie auch nicht an einem Stück machen. Aktiviert dafür in Munitionsrunden eine Falle direkt bei der Falle statt über den Schalter und killt dort Eiszombies, während ihr im Feuerkreis steht. Dafür braucht ihr ungefähr 3 Munitionsrunden. Checkt dafür bei euren Kills vor und nach der Munitionsrunde, wie viele Eiszombies ihr gekillt habt. Sammelt in normalen Runden immer wieder eine Horde hinter euch, lockt sie zu einer Feuerfalle, aktiviert sie beim Schalter und lasst sie reinlaufen. Rutscht dann einfach dauernd unter den Flammen durch oder werft Täuschgranaten zur Feuerfalle. Falls es mal knapp wird, aktiviert den wilden Wächter. Sobald ihr genug Kills habt, droppt der Eisfluchhelm entweder beim 250. Zombie an der Feuerfalle oder beim 50. Eiszombie im Kreis der Falle, je nachdem mit welcher Falle euch noch Kills gefehlt haben. Ihr könnt den Helm in der Blotheim-Halle auf dem Tisch rechts vor Gaia-Elixier ablegen. So holt ihr euch den kniehohen Helm. Habt ihr den Helm ausgerüstet und duckt euch, werdet ihr zu einem Gartenzwerg, seid für 30 Sekunden unverwundbar und löst beim Springen eine Druckwelle aus, die Zombies killt und umhaut. Dafür müsst ihr 4 Gnome auf der Karte mit dem Schattenriss-Munitionsmod abschießen. Holt euch dafür am besten eine Sniper mit einem Visier für weite Distanz und holt euch dafür den Schattenriss-Mod. Macht dann das Haupt-Easter Egg so weit, bis ihr die Maschinenwerkstatt bei den Trockendogs geöffnet habt. Schießt dann die 4 Gnome in beliebiger Reihenfolge ab, bis sie verschwinden. Einer ist in der Maschinenwerkstatt, wenn ihr bei der Treppe steht und zwischen die Holzbretter gegenüber schaut. Habt ihr einen abgeschossen, erscheint er auch im Antiquitätenladen vor der Blotheim-Halle auf dem Schaukasten. Einer ist vor Thörs Fuß außerhalb der Karte neben der Turbine. Einer in der Kirche neben der Werkbank unter dem Bild hinter dem Bücherstapel. Und einer oben beim Leuchtturm auf der Seite mit dem Flakgeschütz beim Handwerkstisch. Der ist ohne starken Zoom schwer zu sehen. Habt ihr alle 4 abgeschossen, findet ihr die 4 Gnome im Antiquitätenladen und könnt euch den kniehohen Helm nehmen. Ihr könnt den Helm in der Blotheim-Halle auf dem Tisch links vor Gaia-Elixier ablegen und für 8000 Essenz immer wieder für eine Aktivierung kaufen. So holt euch den goldene Gezeithelm. Habt ihr den Helm ausgerüstet, bekommt ihr mit Glück besseren Loot beim Angeln. Ihr angelt dann auch manchmal Power-Ups und auch mit einer geringen Schuss Wunderwaffen. Dafür braucht ihr eine Angel. Hier findet ihr alle Spots, wo ihr eine findet. Eine ist auf der Fischereiinsel in einem Fass. Eine bei den Trockendogs rechts von Tempo Cola. Eine auf der Sturmbrücke. Eine in der Blotheim-Halle. Und eine auf der Insel mit dem Leuchtturm in der Hütte. Und hier findet ihr alle 11 Spots zum Angeln.
Ihr müsst jetzt angeln, bis aus einem Stiefel der Zombie Olaf der Kabeljaukurbler spawnt. Killt ihn und er lässt den Helm fallen. Sobald ihr alle 4 Helme in einem Spiel einmal aufgenommen habt, bekommt ihr die Visitenkarte Helmsammler. So macht ihr das Fishy Fish Spot Easter Egg. Nehmt euch auf der Insel beim Leuchtturm den mechanischen Fisch in der Hütte aus dem Eimer. Holt euch eine Schockladung. Wartet bis eine TED-Aufgabe spawnt und startet sie. Platziert dann den Fisch rechts unten an dem Terminal und werft eine Schockladung drauf. Schließt dann die TED-Aufgabe auf Legendär ab. Aus der Kiste droppt dann ein Fisch und ein weiteres Teil, die ihr aufnehmen könnt. Repariert damit in der Nähe von Stamina neben dem Arsenal die Falle bei der Holzplatte an der Wand. Ted schmettert für euch ein Lied, lockt einige Zombies in der Umgebung an und mutiert sie. Ihr könnt die Falle nach einer kurzen Abklingzeit für 2000 Essenz immer wieder aktivieren. So macht ihr das Richtofen Easter Egg und holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 35 tyrannisch. Wählt Richtofen als Operator. Spielt bis mindestens Runde 15 und holt euch Metzel Macchiato. Schlagt das Fass bei der Kernschmiede in der Nähe von Doppelschuss auf. Habt ihr das Spiel zwischendurch gespeichert und beendet, müsst ihr weitere 15 Runden spielen, bis ihr es öffnen könnt. Interagiert mit dem Fass, bis ein Anhänger erscheint und nehmt ihn auf. Ihr werdet dann in eine Halle teleportiert und müsst immer wieder die Dokumente, die am Boden spawnen, aufnehmen und einen Dialog abwarten, bis ihr weiterkommt. Seid ihr am Ende vom Flur angekommen, wartet den Dialog ab und interagiert mit einem der Kristalle. Nach dem nächsten Dialog könnt ihr mit einer der Figuren interagieren. Nach einem weiteren Dialog könnt ihr wieder mit einem Kristall, dann einer Figur, dann dem letzten Kristall und dann der letzten Figur interagieren. Es spawnt dann auf dem Thron ein Geist. Wartet den Dialog ab, nehmt das Schwert rechts vom Thron und legt es in die Hände der Statue daneben. Aktiviert nach dem Dialog noch das Radio im Schrank gegenüber. Sobald das Radio in Flammen aufgeht, könnt ihr die Tür nach draußen wieder öffnen. Folgt dem Gang bis zum Ende oder lasst euch von den Zombies erwischen, dann werdet ihr wieder auf die Karte teleportiert. Ihr seht dann noch eine kurze Sequenz und erhaltet die Visitenkarte. Bleibt ihr am Ende vom Richtofen Easter Egg, sobald Rauch unter der Tür durchkommt, für 3 Minuten im Raum und weigert euch rauszugehen, seht ihr einen Jumpscare und werdet zurück auf die Karte teleportiert. So holt ihr euch immer wieder gratis zufällige Power-Ups. Aktiviert dafür zuerst den Strom. Es wird euch jetzt an der Maschine in Törs Kopf ein Buchstabe und eine Zahl angezeigt und danach noch die Zahl 75. Ihr müsst jetzt in dem Gebiet auf der Karte, das euch angezeigt wird, 75 oder mehr Kills machen. Springt bei der Röhre raus, die am nächsten beim vorgegebenen Gebiet ist und markiert es euch auf der Karte. Killt dort Zombies, bis die beiden Lichter an Törs Kopf grün blinken, dann habt ihr genug Kills gemacht. Ihr seht auch an der Maschine in Törs Kopf, wie viele Kills euch noch fehlen. Geht dann in der nächsten Runde in Törs Kopf. Es spawnt ein zufälliges Power-Up und euch wird ein neues Gebiet vorgegeben. Killt dort wieder Zombies, bis die Lichter an Törs Kopf grün blinken. Geht in der nächsten Runde wieder in den Roboter, um das Power-Up und ein neues Gebiet zu bekommen. Das könnt ihr machen, so oft ihr wollt. So holt euch immer wieder gratis Fernlenkladungen, Glockenabwurf-Controller und mehr. Holt euch dafür eine Angel. Hier sind die Spots, wo ihr eine findet. Eine ist auf der Fischereiinsel in einem Fass. Eine bei den Trockendocks rechts von Tempo Cola. Eine auf der Sturmbrücke. Eine in der Blotheim-Halle. Und eine auf der Insel mit dem Leuchtturm in der Hütte. Ihr könnt damit jetzt an 11 Spots auf der Karte angeln. Hier findet ihr alle 11 Spots zum Angeln. An jedem der Spots könnt ihr pro Runde einmal angeln. Platziert dafür die Angel und holt sie ein, sobald sie blau leuchtet. Ihr bekommt so oft gratis Ausrüstung oder Schrott. Manchmal bekommt ihr Ether-Fernlenkladungen, Glockenabwurf-Controller, Jünger-Injektionen und Selbstwiederbelebungskits. Füllt ihr die Glocke, die ihr mit einem Glockenabwurf-Controller abwerfen könnt, bis die 3 Lichter grün leuchten, bekommt ihr immer wieder einige zufällige Belohnungen.
Killt dafür immer wieder schnell die Zombies, die in die Luft geschleudert werden. Haltet dafür die Zombies dauernd mit Täuschgranaten oder Mr. Peaks in der Nähe der Glocke. Ihr könnt euch die Glockenabwurf-Controller für 2000 Schrott am Handwerkstisch herstellen oder bekommt sie auch oft beim Angeln. Ihr bekommt so Schrott, zufällige Ausrüstung, Abschussserien, Zufallsextras und auch öfter eine Wunderwaffe. Sobald ihr die Jötun-Stern-Wunderwaffe gebaut habt, kann auch die droppen. Ihr habt auch die Chance auf Ätherkristalle und Ätherwerkzeug. Ab Runde 10 habt ihr die Chance auf Ätherkristalle bis Stufe 2 und Ätherwerkzeuge bis hin zu epischer Seltenheit. Ab Runde 20 habt ihr die Chance auf Ätherkristalle Stufe 3 und legendäre Ätherwerkzeuge. Ihr findet auf der Map 3 gratis Abschussserien, die ihr für die Easter Egg Steps braucht. Den Glocke-Abwurf-Controller bekommt ihr, sobald ihr Pack-a-Punch aktiviert. Die Äther-Fernlenkladung findet ihr beim Eizskallen-Dorfplatz neben der Feuerfalle auf der Kiste. Und die Jüngerinjektion liegt in der Kirche neben dem Handwerkstisch auf dem Boden. Verlasst ihr Tyrs Kopf durch eine der Röhren, kommt ihr manchmal durch Zufall in einen von 3 Räumen. Dort findet ihr immer gratis Ausrüstung. In dem langen Gang findet ihr auch den Wandkauf M34 Novaline. Im Schlafzimmer den Wandkauf AK27 und in dem Raum mit den Leichen am Tisch den Wandkauf Dravec 45. Hier findet ihr die 3 Kopfhörer für das Musik-Easter Egg. Einer ist im Laden beim Eizskallen-Dorfplatz unten im Schrank. Einer bei den Trockendogs und der Tempo-Cola auf der Palette. Und einer bei der Kernschmiede in dem Raum mit dem Stromschalter in der Ecke im Regal. Der Song heißt No One Dare und ist von Vicky Psarakis. Und hier findet ihr alle gratis Power-Ups. Maximale Panzerung findet ihr beim Spawn in der Hütte hinter Schnellwiederbelebung. Maximale Munition ist auf der Fischereiinsel vor Juggernog auf dem Gestell. Instakill ist bei den Grabfeldern vor der Kirche auf dem Grabstein. Volle Kraft ist gegenüber von Tempo-Cola auf dem Schiff. Die Atombombe ist in der Kriegsfabrik hinter dem Arsenal auf der anderen Seite auf dem Tank. Doppelte Punkte findet ihr auf der Sturmbrücke gegenüber von Todesdaikiri beim Arm vom Roboter. Bonuspunkte sind auf der Signalinsel vor dem Eingang zur Hütte mit dem Arsenal hinter dem Zaun. Habt ihr alle 7 Power-Ups abgeschossen, findet ihr das Schlussverkauf Power-Up beim Eizskallen-Dorfplatz oben beim Rosa Haus im Feuer.